A great reckoning on a number of the facets of what it means to be an American. In the past, there were Republicans that I never questioned that their sincerity or their belief in the American system. And I think with the administration the way it's been, I think I'm not sure the man has took his oath seriously to preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Finally, do you worry about the United States in terms of its commitment to democracy and freedom and everything these people died for, if there's another Trump presidency? I think there's always reason to be worried about the short term, but I look at the longer term of what happened. I think there is a ongoing look. Vor nur 2 Minuten ließ Hollywood-Ikone Tom Hanks live im Fernsehen eine Bombe platzen. Ein einziges Wort, das Donald Trump völlig sprachlos machte und hinter den Kulissen wütete. War es ein kalkulierter Schlag oder ein Moment unverblümter Ehrlichkeit? Wie auch immer. Es hat das Internet erhellt. Und Trumps wütende Reaktion kam fast sofort. Können Sie sich vorstellen, wie Trump schwört, die Verfassung aufrechtzuerhalten, während er insgeheim denkt, dass ich dieses Dokument später in Ordnung bringen werde? Kommentieren Sie mit 1, wenn Sie denken, dass Tom Hanks der Macht die Wahrheit gesagt hat. Oder mit 0, wenn Sie denken, dass er die Grenze überschritten hat. Schauen wir uns das mal an. We have never turned to a simplistic, self-involved gas bag of a candidate. And I think with the administration the way it's been, I think I'm not sure the man has took his oath seriously to preserve, protect, and defend the Constitution. Gehört Donald Trump zu der Sorte Mensch, die glaubt, dass es zu den öffentlichen Pflichten gehört, seinen Namen auf Gebäude zu schmieren oder vielleicht einfach nur um 3 Uhr morgens Obszönitäten zu twittern? Die Botschaft, die Tom zu vermitteln versucht, ist ganz klar, dies ist nicht Hollywood. Dies ist das wahre Leben. Und wenn es um die reale Welt geht, steht selten mehr auf dem Spiel als Demokratie gegen Aufruhr. Hanks macht uns auf die Dinge aufmerksam, die wirklich wichtig sind, während Trump mit seinem Golfspiel und der Größe seines Publikums beschäftigt ist, das, Achtung, Spoiler, nicht so groß ist. Tom Hanks mag dafür bekannt sein, dass er Filme macht, die den Menschen ein gutes Gefühl geben. Aber wenn es um Politik geht, geht es ihm ums Geschäft. Das ist etwas, das sicher ist, auch wenn der Raum von Gelächter erfüllt ist. Es ist kaum verwunderlich, dass Trump wahrscheinlich gerade jetzt Cheeseburger in Mar-a-Lago isst, weil er gestresst ist. Im Vergleich zum orangenen Unsinn ist das Wissen eines jeden Mannes ein Vorteil. Bleibt auf jeden Fall dran, Leute, denn Tom könnte sich bei unserem nächsten Treffen über Trump lustig machen und dabei auf Forrest Gump verweisen. Man weiß nie, was für einen Blödsinn man im Leben zu hören bekommt. Denn das Leben ist wie ein Paket von Tweets von Donald Trump. Wie läuft's denn so? I think the United States of America is going through a great reckoning on a number of the facets of what it means to be an American. Es ist Zeit für eine weitere Runde des Wettbewerbs zwischen dem Mann, der sich für den Vater 2 hält, und dem Mann, der Amerikas Lieblingsvater ist. Tom Hanks hat Donald Trump soeben in die unanständige Ecke gestellt. Und ich kann Ihnen sagen, dass diese Runde viel schärfer ist als das Softeis mit Jalapeno-Geschmack, das Fauci anbietet. Unser allseits beliebter Tom Hanks, der Mann, der das Potenzial hat, für seine Darstellung im Telefonbuch einen Oscar zu gewinnen, hat sich entschlossen, einige schockierende Wahrheiten zu enthüllen. Er bezeichnete diese Wahl als das bedeutendste Ereignis in unserem menschlichen Leben. Aber es gibt keinen Druck. In dieser Situation haben wir nicht die Wahl zwischen Schokolade und Vanille, sondern wir entscheiden, ob die Demokratie mit Streuseln bestreut wird oder in der Sonne schmilzt. Aber halt, da ist noch viel mehr. Er machte einen auf Forrest Gump. Aber wenn Forrest Gump einen Abschluss in Politikwissenschaften und einen frechen Redenschreiber hätte, hätte er sich gefragt, ob Trump seinen Eid wirklich ernst nimmt. Hanks machte einen auf Forrest Gump für Trump. Können Sie sich das vorstellen? Zu der Zeit, als Trump sich aufführte, als sei er der König von Mar-a-Lago, machte Hanks uns darauf aufmerksam, dass Präsidenten sich nicht wie Kinder benehmen sollten, die einen Wutanfall bekommen, wenn es darum geht, wer das größere Publikum hat. Danach schuf Hanks ein Bild der Präsidentschaft von Donald Trump. Das ist ungefähr so, als würde jemand versuchen, einen Kuchen zu backen, ohne den Unterschied zwischen Mehl und Zuckerguss zu kennen. Der Standard Burn.
In der Zwischenzeit versucht Präsident Trump wahrscheinlich immer noch herauszufinden, wie man das Wort Eid richtig schreibt, oder er ist zu sehr damit beschäftigt, Durchführungsanweisungen für Ananaspizza zu verfassen. Und jetzt kommt der Clou. Hanks hat nicht nur Trumps Ego verbrannt, sondern auch seine gesamte Karriere als Politiker in den Sand gesetzt. Das ist das Beeindruckendste, was möglich ist. Hanks wies darauf hin, dass wir Besseres zu tun haben, als Trump dabei zuzusehen, wie er nachts um 3 Uhr Beleidigungen twittert, obwohl er so tut, als sei er der Größte seit der Erfindung des geschnittenen Brotes. Das Mikrofon wurde von Hanks fallen gelassen, während der ganze Raum lachte. Durch die Sünden der Lügner und die Tyrannei schrecklicher Führer wird dem tugendhaften Wähler immer wieder der Weg versperrt. Kommt Ihnen das bekannt vor? Achtung, es war nicht Trump, der Jules Winfield paraphrasiert hat, sondern Hanks, der uns auf die Bedeutung des Wählens aufmerksam gemacht hat. Butterblümchen, schnallt euch an. Trump hingegen ist in seinen eigenen Reality-Show-Wiederholungen gefangen, während Tom Hanks hier draußen in Charme verpackte Ratschläge gibt. Echte Reife ist ein klarer Vorteil. But I believe that I have witnessed from my perspective is that there is fear and outrage and xenophobia. You give a guy a fair shot for as much as you can, and I have great faith in in our system of government. Bevor wir weitermachen, vergiss nicht zu subscriben, um mehr unzensierte Promi- und Politik-Showdowns zu sehen. Das muss schmerzhafter sein, als nachts um 3 Uhr über ein Lego zu stolpern. Erinnern Sie sich noch daran, warum Präsidenten früher so langweilig waren? Sogar Hanks empfindet das so, und er ist von der neuen Staffel nicht begeistert. Wir schauten nicht mehr C-SPAN, sondern eine Reality-Sendung, in der Moderator mit Atomwaffen droht und ständig Leute feuert. Wahrscheinlich überlegt Hanks, ob wir nicht einfach wieder auf den ursprünglichen Kanal umschalten können. Wenn man Hanks dabei zusieht, wie er es mit Trump aufnimmt, ist das so, als würde man Captain Miller gegen einen extrem orangefarbenen und sehr lauten Nazi antreten sehen. Mit dem Unterschied, dass dieser Nazi von Twitter abhängig ist und schlecht gebräunt ist. Hanks hingegen lässt die Wahrheitsbomben mit der gleichen Wucht fallen wie die FedEx-Kartons in Castaway. Nur, dass das Gewicht seiner Bemerkungen diesmal viel härter zuschlägt. Fear and outrage and xenophobia has been commoditized. It's turned into the bigger trademark for how America puts itself out in the world. I think the United States of America is the promised land, the closest the world has ever gotten to a true promised land. And I think that this election is about. Es geht nicht nur darum, dass Hanks Trump kritisch gegenüberstand. Seien wir ehrlich. Houston, wir haben es mit einer Krise zu tun. Diesmal handelt es sich jedoch nicht um eine defekte Sauerstoffflasche, sondern um eine Frage des gesunden Menschenverstands. Außerdem, seien wir ehrlich, Wilson, der Volleyballspieler, wäre vielleicht ein besserer Laufkumpel. Man muss ihm zugutehalten, dass Wilson weiß, wann er aufhören muss zu reden. Auf Twitter kann man bereits das Zucken von Trumps Fingern hören, als wäre er ein Baby, das wegen eines Kekses einen Anfall bekommt. Das hat jedoch nichts mit Hanks gegen Trump zu tun, sondern vielmehr mit der Art von Nation, die wir haben wollen. Eine, in der die Fakten wichtig sind. Oder eine, in der derjenige gewinnt, der am lautesten spricht, auch wenn er Unsinn erzählt. Macht uns darauf aufmerksam, dass es im Amt des Präsidenten nicht um Einschaltquoten oder Golfergebnisse geht, sondern um den Dienst an der Nation. Tom Hanks ist derjenige, der am besten weiß, wie man dem Land dient. Und sei es auch nur in der Filmindustrie. Da haben wir es. Mr. Rogers tritt gegen eine orangefarbene Version von Oscar dem Muffel an. Filme mit Tom Hanks sind wie eine warme Umarmung für die Augen. Die Marke Trump? Das ist eher so, als ob man einen nassen Fisch ins Gesicht geklatscht bekommt. Hanks ist ein Verfechter von Zusammengehörigkeit und Optimismus. Ein Trump? Statt eines schlechten gemeinsamen Projekts gibt es mehr Spaltung. Um es einfach auszudrücken, es ist Woody aus Toy Story, der versucht, mit Buzz Lightyear zu argumentieren, einem sehr orangen und sehr starkköpfigen Charakter, der sich sicher ist, dass er der authentische Space Ranger ist. Das einzige Argument, das Hanks vorbringt, ist, dass wir vielleicht die allgemeine Wohlfahrtsbestimmung in der Verfassung ausprobieren sollten.
Sean Spicer and Fox News star Laura Ingraham are none too pleased with actor Tom Hanks for saying that he wouldn't be in favour of a White House screening of his timely new film, The Post. When asked by The Hollywood Reporter if he would attend a screening of the film with President Trump should they invite him, Hanks said, "I don't think I would. I would not have been able to imagine that we would be living in a country where neo-Nazis are doing torchlight parades in Charlottesville, Virginia, and jokes about Pocahontas are being made in front of the Navajo code talkers." Es ist, als ob Präsident Trump einen Blick in die Verfassung geworfen und den Eindruck gehabt hätte. Es handele sich um ein Spiel von Mad Libs. Fake News sind etwas, das wir, das Volk, selbst bestimmen und festlegen. Andererseits diskutiert Tom Hanks hier draußen gerade über Selbstlosigkeit und gesunden Menschenverstand. Beides Dinge, die Trump höchstwahrscheinlich als neue Menüpunkte bei McDonald's betrachtet. Ich nehme einen Big Mac, große Pommes frites und etwas gesunden Menschenverstand. Halt die Selbstlosigkeit. Ich achte auf meine Figur. Dies ist ein Konflikt zwischen verschiedenen Marken. Wenn es um Fakten und echte Fürsorge geht, ist Hanks mit beidem gut bedient. Dealing with problems that seem as though they have no solution and seem as though they will never go away. When America has faced those sorts of circumstances and times, we have never turned to a simplistic, self-involved gas bag of a candidate. Der Präsident wird wahrscheinlich zu seinem Telefon greifen, um eine Flut von Tweets abzusetzen, die Kofi wie Shakespeare erscheinen lassen. In dem Hanks-Film geht es um Zusammenhalt und ein Happy End. Jeder für sich selbst, sagt Trump. Außerdem ist das Fazit nicht gerade erfreulich. Tom ist besorgt über das Phänomen der Fremdenfeindlichkeit. Es ist wahrscheinlich, dass er denkt, Houston, wir haben tatsächlich ein Problem. Trump hingegen ist wie ein Planet hier drüben. Es hat eine Invasion stattgefunden. Es ist ein Kampf zwischen dem Planeten Hanks und dem Planeten Trump. Planet Hanks. Gespräche, die das Herz erwärmen. Großzügigkeit und eine Schachtel Pralinen kommen mir in den Sinn. Planet Trump. Tweets, die um 3 Uhr morgens verschickt werden. Und der Bau von Mauern. Offenbar ist Tom Hanks derjenige, der Donald Trump in die Schule bringt. Und nicht die Art von Institution, die ein Schild mit der Aufschrift Trump University trägt. Es ist dasselbe, als würde man ein Motel mit einem kaputten Automaten und einem undichten Dach mit einem Hotel vergleichen, das 5 Sterne hat. Bei ihm geht es um Führungsqualitäten und echte präsidiale Kompetenz. Während Trump lediglich versucht, die Verfassung gegen einen lebenslangen Vorrat an Bräunungsspray zu tauschen. Tom Hanks steht für Führungsstärke und echte präsidiale Kompetenz. Obwohl Hanks in Erinnerungen an frühere Präsidenten schwelgt, blättert er gerade in einem präsidialen Jahrbuch. Als er auf Trumps Seite ankommt, ist er kaum mehr als ein großer orangefarbener Schmierfleck. Doch Hanks trinkt nicht nur Tee. Er plädiert für eine Rückbesinnung auf das Wesentliche. Sie wissen schon, so kleine Dinge wie die Wahrung demokratischer Grundsätze. Trumps Hauptaugenmerk liegt hingegen auf der Erhaltung seines Haaransatzes. Da Tom schon unter früheren Präsidenten im Weißen Haus zu Gast war, ist er im Grunde ein regelmäßiger Schläfer. Wenn man bedenkt, dass Trump an der Macht ist, würde er lieber im Bates Motel wohnen. Zumindest ist Norman Bates nicht Twitter-süchtig. Anders ausgedrückt, Hanks hält Trumps Präsidentschaft im Wesentlichen in Haft. Solange er nicht lernt, mit dem Kongress zurechtzukommen, dürfen sie keine Pausen machen, Twitter benutzen oder Durchführungsbestimmungen erlassen. Wenn es bei Rotten Tomatoes eine Rubrik für Präsidenten gäbe, würde Trump bei 5% liegen. Und das nur, weil seine Familie für ihn gestimmt hat. In den letzten 4 Jahren hat sich Trump im Weißen Haus selbstständig gemacht, wöchentlich Leute entlassen und die Einschaltquoten in die Höhe getrieben. Er behandelt das Weiße Haus wie die präsidiale Ausgabe von The Apprentice. Ist Tom Hanks auch ein Kandidat für ein öffentliches Amt? Wahrscheinlich nicht. Aber wenn doch, könnte der netteste Mensch der Vereinigten Staaten von Amerika im selben Jahr einen Oscar und eine Wahl gewinnen. Während Hanks hier draußen Amerika als das gelobte Land präsentiert, hat Trump das Weiße Haus in sein persönliches Twitter-Studio verwandelt. Wenn es darum geht, das Gemeinwohl zu fördern, ist Hanks ganz bei der Sache. Währenddessen glaubt Trump wahrscheinlich, dass das allgemeine Wohlergehen in der Verantwortung eines militärischen Anführers liegt und der einzige Segen, für den er sorgt, seine Golfanlagen sind. Doch Hanks redet nicht nur, er tut auch, was er sagt. Er unterstützt Biden und geht im Grunde genommen von der Verteidigung des Gefreiten Ryan zur Rettung der privaten Teile der Vereinigten Staaten vor dem Zugriff. Es lässt sich nicht leugnen.
dass die Meinungen über Prominente und Politik weit auseinandergehen. Einige Menschen sind begeistert, während andere glauben, dass Hollywood noch realitätsfremder ist als Donald Trumps Haare. Hanks drückt jedoch nicht nur seine Gedanken aus, sondern ist auch besorgt über die Fremdenfeindlichkeit. Ein schicker Begriff, der die Angst vor Menschen aus anderen Ländern bezeichnet. Die außenpolitische Strategie von Donald Trump, die darin besteht, Beleidigungen gegen andere Nationen zu twittern, ist vergleichbar mit dem Kampf zwischen David und Goliath. Wenn Goliath eine schlechte Sprühbräune und eine Sucht nach Twitter hätte, Donald Trump wirft mit Wutanfällen um sich, während Tom Hanks mit Fakten um sich wirft. Nicht in dem Sinne, dass man es auf einen roten Hut klatscht, sondern im Sinne der Freiheitsstatue, die tatsächlich auf dem Denkmal eingraviert ist und nicht auf eine Serviette im Trump-Hotel gekritzelt wurde. Hanks macht sich Sorgen um den Geist Amerikas. Ist Tom Hanks an dieser Stelle makellos? Nein. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, würden wir uns, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika eine Vaterfigur hätten, höchstwahrscheinlich wünschen, dass er diese Vaterfigur wäre. Wenn es um amerikanische Prinzipien geht, ist Tom Hanks ein echter Volltreffer. Er ist wie Mr. Rogers. Er ist wie Mr. Rogers. Wenn dieser ein Rückgrat aus Stahl hätte und sich nicht scheuen würde, seine Meinung zu sagen. Sicher. Hanks hat einige fragwürdige Filmentscheidungen getroffen, aber wenn es um amerikanische Ideale geht, macht er einen hervorragenden Job. Und um die Wahrheit zu sagen, in einer Welt, in der Trump die Verfassung wie ein Buch verrückter Liberaler behandelt, brauchen wir alles an klarem Verstand, was wir in die Finger bekommen können. Hier ist es also. Das ultimative Treffen der Vereinigten Staaten von Amerika. Tom Hanks, der netteste Mensch Amerikas, ist mit Optimismus und gesundem Menschenverstand ausgestattet, während Donald Trump mit seinem Twitter-Account und einer schlechten Spraybräune bewaffnet ist. Die beiden Charaktere befinden sich in entgegengesetzten Ecken des Raums. Hanks spricht über die Notwendigkeit von Orientierung und gesundem Menschenverstand, da beide, seien wir ehrlich, aus dem Weißen Haus so schnell verschwunden sind wie Trumps Haaransatz. Es ist fast so, als würde Hanks nach Nemo jagen, aber statt eines Clownfisches sucht er nach einem Präsidenten, der in der Lage ist, seine Aufgaben zu erfüllen. Tom, ich hoffe, Sie haben Erfolg. In der Zwischenzeit glaubt Trump wahrscheinlich, dass Ratschläge ein brandneuer Golfclub sind und dass der gesunde Menschenverstand ein Burgerladen ist, den er noch nicht ausprobiert hat. Hanks sieht diese Wahl als einen Blockbuster-Film an, nur dass die Bedrohung nicht von außerirdischen Wesen oder Asteroiden ausgeht, sondern von einem Mann mit kleinen Händen und einem großen Ego. Eine unerwartete Wendung tritt ein, als Hanks für die Selbstlosigkeit plädiert, die man als Fürsorge für andere als sich selbst definieren kann. Trump spielt Monopoly mit Amerika. Aber das ganze Land ist das Spielbrett. Er nutzt falsche Nachrichten, um seine Macht zu erhalten. Hanks macht sich Sorgen um das Überleben der Demokratie und träumt wahrscheinlich davon, dass Präsident Trump die Verfassung als Serviette benutzt, während er im Oval Office bei McDonald's ist, weil er sich Sorgen macht. In der Zwischenzeit denkt Trump darüber nach, ob er Puerto Rico im Tausch gegen einen neuen Trump Tower erwerben kann oder nicht. Suzanne, Mr. Smith nach Washington reist, während Trump nach Mar-a-Lago reist, ist ein wunderbares Erlebnis. Tom Hanks kämpft für das amerikanische Ideal, während Donald Trump in seiner eigenen Fantasiewelt lebt, in der Fakten nicht gefragt sind und nur das Reality-TV zählt. Hanks will die Segnungen der Freiheit bewahren, während es Trump mehr darum geht, seine Einschaltquoten im Fernsehen zu sichern. Hanks spielt Schach und denkt 10 Züge voraus, während Trump Candy Crush spielt und sich fragt, warum er seinen Highscore nicht twittern kann. Es ist fast so, als ob die beiden zwei völlig unterschiedliche Spiele spielen würden. Die Aspekte des Amerikaner-Daseins bereiten Hanks große Sorgen. Was Trump betrifft, so ist er wahrscheinlich mehr an den vielen Aspekten seiner Golfplätze interessiert. Er kämpft mit der Macht eines Hollywood-Stars, während Trump in diesem Kampf um die Seele der Vereinigten Staaten von Amerika nur gegen Windmühlen kämpft. Hanks ist in diesem Kampf um die Seele der Vereinigten Staaten von Amerika nicht zimperlich. Mach dich bereit, Don Quixote, und ist dein Herz. Hanks zufolge sind die Vereinigten Staaten von Amerika eine Nation der Hoffnung und der Möglichkeiten. Für Trump hingegen sind die Vereinigten Staaten von Amerika die Apprentice-Ausgabe des Weißen Hauses, wo der große Preis darin besteht, die Worte, Sie sind gefeuert, persönlich zu hören. Was glauben Sie? Wer aus diesem Kampf der amerikanischen Giganten als Sieger hervorgehen wird? Wird es Tom Hanks sein,
der ein echtes Gespür für das Regieren und eine charmante Persönlichkeit besitzt, die gut für die Seele ist, wird es hingegen Trump sein, der mit einer ganz eigenen Sichtweise auf die Realität und einer Sammlung von Tweets ausgestattet ist, die falsch geschriebene Wörter enthalten. Um es einfach auszudrücken, es scheint, als hätte Tom Hanks gerade eine Bombe platzen lassen, die noch bedeutsamer ist als Wilson der Volleyball. Es besteht die Möglichkeit, dass Berühmtheiten wie Tom Hanks in der Wahlkabine wirklich verdeckte Waffen sind. Forscher haben gezeigt, dass wir eher dazu neigen, unsere Stimme abzugeben, wenn uns bekannte Persönlichkeiten dazu ermutigen, dies zu tun. Erstaunliche 20% der Wähler gaben an, dass ein Prominenter einen Einfluss auf ihre Wahlentscheidung hatte. Wer hätte gedacht, dass Forrest Gump einen so großen Einfluss auf die Politik hat? Man kann sich nur vorstellen, wie viele Tweets Trump verschicken würde, wenn er noch Zugang zu diesem Konto hätte. In der Zwischenzeit ist Trump wahrscheinlich wütender als ein Vulkan. Der arme Donny fühlt sich wahrscheinlich mehr ausgegrenzt als ein Kind, das als letztes für ein Völkerballspiel ausgewählt wurde. Vielleicht hätte er weniger Zeit vor dem Fernseher verbringen und mehr Zeit damit verbringen sollen, seine Aufgaben zu erfüllen. Hanks ist der erfolgreichste Schauspieler in diesem politischen Knüller, während Trump auf dem DVD-Markt ein völliger Misserfolg zu sein scheint. Was denken Sie? War Betrug nur ein Moment der Wahrheit oder ein riskanter Schachzug, der nach hinten losgehen wird? Und wenn Sie hier auf kühne Wahrheiten und atemberaubende Momente aus sind, drücken Sie den Like-Button, abonnieren Sie den Beitrag und klingeln Sie, damit Sie nichts verpassen.